Hallo Leute, das ist jetzt Teil 2 von meinem Tret-Solar Campingmobil. Heute geht es um die Wohnkabine. Ich habe es jetzt mal das erste Mal hier zusammengebaut, noch etwas provisorisch alles. Liegt jetzt hier auf meinem Fahrradanhänger auf, später kommt sie natürlich dann auf das Chassis drauf, was ihr schon im ersten Teil gesehen habt. Und jetzt gibt es mal eine kleine Führung. Die Wohnkabine ist komplett aus Styrodurplatten mit 3 cm Dicke gebaut, ohne irgendwelche Rahmen. Es sind einfach nur die Wände und der Boden und der Deckel, die dann halt mit Klettbändern zusammengeklettet sind. Die Bodenplatte, die ist mit Glasfaser verstärkt, also es ist eine Sandwichplatte, oben und unten eine Lage Glasfaser drauf. Das sollte stabil genug sein, um dann darauf liegen zu können, ohne dass sich da irgendwas durchbiegt. Die Wände sind ansonsten tapeziert, schimmert noch ein bisschen die Schrift durch, das wird dann alles noch weiß angestrichen. Also auch bei der Wohnkabine ist mein Ansatz, das komplett zerlegbar zu machen, damit man das leichter verstauen kann, wenn man das nicht benötigt. Dann kann man wieder alles auseinanderbauen und das irgendwo flach in der Ecke stellen. Oder falls man mal eine größere Tour vorhat, das sogar im Container irgendwo beiladen kann. Und dann nimmt das alles deutlich weniger Platz weg, wenn man das zerlegt hat. Ich glaube, das macht man besser zu zweit. Von den Befestigungen mit den Klettbändern habe ich mir allerdings ein bisschen mehr erwartet. Das sind durch die Toleranzen beim Bauen sind hier doch leichte Spalte entstanden. Teilweise verzieht sich es auch ein bisschen. Und es klettet dann doch gar nicht so richtig fest, wie ich das erhofft hatte. Naja, mal schauen. Vielleicht muss man das noch mit anderen Maßnahmen etwas verstärken, dass das nicht auseinanderfliegen kann, wenn da irgendwie mal der Wind drauf steht. Ansonsten ist es so relativ stabil. Was hier wackelt, ist halt der Anhänger unten. Aber die Wände sind an sich sehr stabil. In diese Rückwand wird ja noch die Klappe mit eingebaut. Und hier an den Rändern ist halt auch eine Verstärkung mit UD-Glasfaserband, damit das alles noch ein bisschen stabiler wird und sich hier nicht so bewegen kann. Bei den Styrodurplatten gibt es ja unterschiedliche Qualitäten. Also man sollte darauf achten, dass man eine glatte Oberfläche hat, wie bei dem hier. Weil die sehr geriffelte Oberfläche, wenn man da noch Glasfaser und Epoxidharz drauf macht, das nimmt so viel Epoxidharz auf hier in diesen Vertiefungen, dass es unnötig schwer wird. Also so eine Platte lieber nicht. Dann gibt es noch gerade Kanten, wie bei der grünen Platte, und es gibt welche mit Falz. Die Falze, die sind sehr praktisch, wenn man jetzt mehrere Platten zusammen verbinden will. Dann hat man da auf jeden Fall einen etwas dichteren Übergang und auch mehr Klebefläche. Also das ist einfach stabiler. Insofern sind das hier schon die idealen Platten, glatt und mit Falz. Die Außenseite wird komplett mit dieser Autofolie noch beklebt. Das ist vor allem als UV-Schutz für die Styrodurplatten notwendig. Also man kann die Styrodurplatten nicht einfach so der Sonne aussetzen, dann sind die ruckzuck zerbröselt. Ich hoffe, dass die Folie dann genügend UV-Strahlung so abhält oder dass die Folie selber vor allem auch robust genug ist. Ich habe schon gemerkt, wenn da ein bisschen die Sonne drauf scheint, dann wird die schon ganz schön warm. Die Verarbeitung dieser selbstklebenden Autofolie ist auch gar nicht so einfach. So ein paar Luftblasen bleiben dann doch immer noch. Das heißt, dass man die eigentlich zum Rand hinwegdrücken kann, aber ich fand das gar nicht so einfach. Na, mal schauen, ob ich die nochmal irgendwie beseitigt kriege. Ansonsten ist das ein recht dezentes Grün, nicht allzu quietschig und man fällt damit auch nicht so sehr auf, wenn man damit in der Natur steht. Nochmal was zu den Maßen.
Also die Kabine ist 2,20 Meter lang außen, 1,25 Meter breit und 1,20 Meter hoch außen. Da gehen dann jeweils noch die 3 cm Plattenbreite ab, also 6 cm in Summe. Und das reicht dann gerade so, um so eine 1,20 Meter breite Luftmatratze innen reinzupacken. Und von der Höhe ist es so gut, dass man da ordentlich drin sitzen kann. Man könnte das sicherlich auch auf dem Fahrradanhänger schon so verwenden. Allerdings ist das jetzt 1,25 Meter breit und damit ist man eigentlich schon etwas breit für einen Fahrradanhänger. Da ist man ja auf 1 Meter Breite beschränkt. So, das waren mal die ersten Eindrücke von der Wohnkabine. Demnächst geht es weiter mit dem kompletten Aufbau des Chassis und dann werden die beiden Dinger mal zusammengebracht. Also bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Thomas.